bin Nora Prügel. Ich bin Zeichnerin und Dozentin bei Artist Travel. Und ich zeige euch heute einfach mal ein paar Skizzenbücher, die ich heute mitgebracht habe. Und sag auch noch mal ein bisschen was für mich Skizzenbücher bedeuten. Und warum ich finde, dass Skizzenbücher eigentlich eines der wichtigsten Dinge sind, die ein jeder Zeichner haben sollte. Ja, und ich blätter einfach mal ein bisschen drin herum. So, also erstmal ist es so, dass ich halt es ganz wichtig finde, immer ein Skizzenbuch dabei zu haben, weil man ja immer und überall zeichnen kann. Das ist ja das Schöne beim Zeichnen, dass das eigentlich was ganz Direktes ist. Und wenn man jetzt auf den Bus wartet oder irgendwie beim Zahnarzt wartet oder man ist ja eigentlich sehr oft am Warten oder hat so ein paar Leerlaufzeiten, dann hat man immer ein Skizzenbuch dabei. Und generell auch mit dem Skizzenbuch auf Reisen zu gehen oder auch spazieren zu gehen. Also ein Skizzenbuch ist eigentlich so ein täglicher Begleiter für mich und eigentlich auch eine Form von Tagebuch, wenn man so will, weil ich erinnere mich wirklich an jede Zeichnung, die ich gezeichnet habe in einem Skizzenbuch. Also ein Skizzenbuch, wo nur tolle Zeichnungen drin sind, das ist kein Skizzenbuch. Ja, also es ist auch immer ganz viel Schrott drin, es muss aber auch so sein, weil ein Skizzenbuch ist immer was ganz Persönliches und da kommt alles rein. Die meisten denken immer, wenn man Architektur zeichnet, müssten immer die Linien richtig schön gerade sein. Totaler Schwachsinn. Hauptsache, die Richtung stimmt. Also das ist ganz wichtig. Und wer sich hier anschaut, da ist keine Linie gerade, aber die Richtung stimmt. Das ist vor allem wichtig immer bei Architektur, dass die Richtung stimmt. Finde ich auch immer sehr schön, also Menschen zu zeichnen, das finde ich irgendwie klasse. Und da gebe ich auch immer gerne den Tipp, wenn man so ein bisschen skizzieren will im Sommer, einfach Sonnenbrille auf, das merkt keiner. Ach ja, das sind Klecksbilder. Also da mache ich meistens einfach nur mit Aquarell so ein Klecks, also mit so einer Hautfarbe. Das mischt man sich am besten zusammen aus Rot und Olivgrün oder Rot und Lila und dann gucke ich, was daraus wird. Und ich sage immer, also Zeichnen, das ist vor allem Übung. Also weniger das Wissen hat man relativ schnell drauf, sondern es ist wirklich, also Zeichnen lernt man generell nur durch Zeichnen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen muss man auch vor allem mutig sein, finde ich, wenn man zeichnen lernen will, dass man einfach weitermacht. Sobald man ein Skizzenbuch mal fertig gemacht hat, wird man immer weitermachen. Das ist wichtig. Ja, also ich hoffe, euch hat irgendwie der Blick in meine Skizzenbücher Freude gemacht und mein Motto ist immer, und ich hoffe, es wird auch euer Motto werden, Zeichnen macht glücklich.